Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video meiner kleinen Videoreihe. Im ersten Video dieser Reihe ging es um Netzsysteme, das TT-System und das TNCS-System. In diesem Video soll es um die Aufgaben von Leitungssicherung für Endstromkreise gehen. Ich werde in diesem Video speziell einige Szenarien für den Fall der Überlastung darstellen. Zunächst soll es aber generell erstmal um die Aufgaben von Leitungssicherung gehen. Unter Leitungssicherung für Endstromkreise verstehe ich hier Automaten, wie sie heute eigentlich immer eingesetzt werden in Neuanlagen. In Altanlagen kommen aber natürlich für Endstromkreise nach wie vor auch Schmelzsicherungen vor, sodass auch die hier mit betrachtet werden. Grundsätzlich müssen diese Sicherungen, diese Leitungssicherungen, die Leitung der Anlage schützen und nicht unbedingt die angeschlossenen Verbraucher. Die Leitungssicherungen haben dabei mindestens die beiden folgenden Aufgaben, nämlich einmal den Schutz vor Überlastung und den Schutz vor Kurzschluss. Das sollte Ihnen unbedingt klar sein, wenn Sie noch Klassenarbeiten oder Prüfungen vor sich haben. Ist in der Anlage keine RCD eingesetzt, so kann es aber auch sein, dass die Sicherung noch den Fehlerschutz gewährleisten muss. Davon gehe ich aber in diesen Szenarien für dieses Video nicht aus. Ich verweise da auf ein entsprechendes Video zum Thema Abschaltbedingungen bei Körperschuss, das ich bereits erstellt habe. Was ist nun eine Überlastung? Ist der Stromkreis zum Beispiel ordnungsgemäß mit 16 Ampere abgesichert, so würde ein Strom von 25 Ampere eine Überlastung bedeuten. Der Strom ist also etwas höher als der Bemessungswert der Sicherung. Der Bemessungswert der Sicherung ist natürlich so gewählt worden, dass eine Abschaltung erfolgt, wenn die Leitungen zu warm werden. Und wenn ich mit 16 Ampere abgesichert habe, dann heißt das, dass bei 25 Ampere auf den Leitungen eine zu große Wärmewirkung entsteht und die auf Dauer verbrennen könnten oder die Isolierung können schmelzen. Wenn aber der Strom nur etwas zu groß ist, wie in diesem Fall, dann soll die Sicherung nicht sofort abschalten. Sie soll nämlich nur dann abschalten, wenn diese Überlastung dauerhaft bestehen bleibt. Also insbesondere bei Einschaltvorgängen von Elektrogeräten wie zum Beispiel Staubsaugern soll keine Abschaltung erfolgen, wenn kurzzeitig eine Überlastung auftritt. Völlig anders ist die Situation bei einem Kurzschluss. Wenn der Stromkreis wieder mit 16 Ampere abgesichert ist, wäre ein Strom von 100 Ampere eindeutig ein Kurzschluss. Und die Sicherung soll möglichst schnell abschalten, ohne Verzögerung. Ganz ohne Verzögerung geht das natürlich nicht, aber es soll möglichst schnell abgeschaltet werden. Das ist also grundsätzlich der Unterschied. Bei Überlastung soll die Abschaltung nur dann erfolgen, wenn diese länger andauert, und beim Kurzschluss soll unmittelbar eine Abschaltung geschehen. Bei Schmelzsicherung ist es so, dass bei einer Überlastung der Schmelzdraht schlicht und einfach längere Zeit benötigt, um durchzubrennen, oder er brennt dann eben auch gar nicht durch, wenn die Überlastung nur kurze Zeit andauert. Tritt nun aber ein Kurzschluss auf, so wird der Schmelzdraht der Schmelzsicherung schlicht und einfach schneller schmilzen und damit schneller abschalten. Bei einem Leitungsschutzschalter hingegen sind zwei Mechanismen in den Schalter eingebaut. Der eine Mechanismus ist tatsächlich genau für den Fall der Überlastung gedacht und der andere ist genau für den Fall des Kurzschlusses gedacht. Ich verweise hier an dieser Stelle auf zwei Videos, die ich zu diesem Thema Leitungsschutzschalter bereits erstellt habe. Da sich nun der Schutz, den die Sicherungen bieten, auf die Leitung der Anlage bezieht, heißt das ja, dass die über Steckvorrichtungen angeschlossenen Verbraucher von diesen Leitungssicherungen nicht geschützt werden. Natürlich kann es aber sein, wenn in einem Verbraucher ein Kurzschluss auftritt, dass die Sicherungen auslösen und dieser Schutz dann doch gegeben ist. Man muss aber davon ausgehen, dass der Schutz nicht gegeben ist. Denn viele Verbraucher sind zum Beispiel auf 10 Ampere Stromstärke ausgelegt. So findet man das häufig bei Mehrfachsteckdosen. Die Stromkreise sind aber oft mit 16 Ampere abgesichert. Und wenn denn nun zum Beispiel ein Strom von 14 Ampere dauerhaft fließt, so schalten die Sicherungen natürlich nicht ab. Die Dreifachsteckdose ist aber schon überlastet und wird auf Dauer so warm werden, dass sie sogar anfangen kann zu brennen. Das hängt dann sehr stark davon ab, wie die Wärme von der Dreifachsteckdose abgeführt werden kann. Wird nur ein einziger Verbraucher fest angeschlossen und kein weiterer Verbraucher an diese Sicherung angeschlossen, so ist es möglich, dass die Sicherung so ausgewählt wird, dass sie auch schon den Verbraucher entsprechend schützt.
Sowas ist zum Beispiel bei manchen Durchlauferhitzern der Fall. Da findet man dann in der Montageanleitung des Durchlauferhitzers maximale Werte für die Sicherung, die in dem entsprechenden Stromkreis verbaut werden dürfen. Dann muss auch dieser fest angeschlossene Verbraucher von der Leitungssicherung mit geschützt werden. Wie bereits gesagt, werde ich in diesem Video 4 Szenarien für eine Überlastung betrachten. Im nächsten Video werde ich dann mehrere Szenarien für einen Kurzschluss untersuchen. Für diese 4 Szenarien, die wir im Folgenden hier betrachten werden, gilt grundsätzlich der Aufbau dieser Anlage. Ich habe hier ein TT-System gewählt, aber grundsätzlich sind die Überlegungen hier gleich, egal ob es ein TT-System oder ein TNCS-System ist. Szenario 1. In einer fehlerfreien Anlage wird an einer Steckdose ein Verbraucher mit einer Leistung von P gleich 2300 Watt angeschlossen. Die Steckdose ist mit einem Leitungsschutzschalter Typ B 16 Ampere normgerecht abgesichert. Erste Frage, wie groß ist die Stromstärke? Aus P gleich U mal I ergibt sich, I ist gleich P durch U. Und wenn ich 2300 Watt durch 230 Volt teile, kommen dabei 10 Ampere heraus. Liegt hier eine Überlastung vor? Nein, die liegt ganz sicherlich nicht vor, denn ich habe die Anlage ja mit 16 Ampere normgerecht abgesichert. Und wenn nun ein Strom von 10 Ampere fließt, kann ich hier natürlich nicht von einer Überlastung sprechen und schon gar nicht von einem Kurzschluss. Die Anlage ist also nicht überlastet und es soll keine Abschaltung erfolgen. Das ist also der Normalfall, den wir hier sehen. Szenario 2. In einer ansonsten fehlerfreien Anlage wird an eine Steckdose ein Verbraucher mit einer Leistung von P gleich 4600 Watt angeschlossen. Die Steckdose ist mit einem Leitungsschutzschalter Typ B 16 Ampere normgerecht abgesichert. Das heißt, die Leitungen sind mit diesem Typ B 16 Ampere passend geschützt. Wie groß ist die Stromstärke? Hier gehe ich natürlich genauso vor wie im Szenario 1. I ist zu ermitteln aus P durch U. Bei 4600 Watt geteilt durch 230 Volt ergibt sich eine Stromstärke von 20 Ampere. Da die Leitungen aber mit 16 Ampere abgesichert sind, heißt das, dass sie auch nur auf Dauer eine Stromstärke von 16 Ampere vertragen können. Es liegt also ganz klar eine Überlastung vor. Wie sollte die Sicherung nun reagieren? Wie bereits gesagt, die Sicherung soll nur dann abschalten, wenn dieser Zustand über einen längeren Zeitraum andauert. Sie soll nicht unverzögert abschalten. Es ist jetzt also hier nicht vorhersehbar, ob die Sicherung wirklich abschalten wird oder nicht. Das hängt schlicht und einfach davon ab, wie lange die Überlastung andauert. Szenario 3, ein ganz typisches Szenario, das vor allem früher in den Anlagen für viel Ärger gesorgt hat. In einer fehlerfreien Anlage wird an eine Steckdose ein Staubsauger angeschlossen. Die Bemessungsleistung des Staubsaugers beträgt 800 Watt. Das Verhältnis IA zu IN. IA ist der Anlaufstrom, IN ist der Bemessungsstrom des Staubsaugers. Die Steckdose ist mit einem Leitungsschutzschalter Typ B 10 Ampere normgerecht abgesichert. Ich habe hier also einen kleineren Wert gewählt für die Sicherung. Wie groß ist die Stromstärke IN, die der Staubsauger, wenn er denn voll in Betrieb ist, aufnimmt? Das ist wiederum ganz einfach zu berechnen. I ist gleich P durch U, damit ergibt sich für IN 800 Watt durch 230 Volt macht 3,5 Ampere. Es wird also ein Strom von 3,5 Ampere fließen, wenn der Staubsauger erstmal läuft. Da beim Einschalten der Staubsauger aber aus dem Ruhezustand in den Betriebszustand gebracht werden muss, wird der Strom im ersten Augenblick sehr viel größer sein können, als nachher, wenn der Staubsauger erstmal läuft. In diesem Fall gehe ich davon aus, dass das Verhältnis des Anlaufstroms zum Nennstrom des Staubsaugers 4 beträgt. Wie groß ist nun die Anlaufstromstärke IA? Das ist natürlich jetzt recht einfach zu berechnen. Wenn IA zu IN gleich 4 gilt, folgt daraus, dass der Anlaufstrom 4-mal so groß ist wie der Bemessungsstrom des Staubsaugers und somit komme ich hier auf einen Wert von 14 Ampere. Liegt hier nun eine Überlastung der Anlage vor? Ja, tatsächlich, das ist schon eine Überlastung, denn ich bin ja hier davon ausgegangen, dass die Leitungen, die hier verlegt worden sind, mit 10 Ampere abgesichert werden müssen und somit stellt 14 Ampere schon eine Überlastung dar. Die Sicherung soll natürlich nun nicht abschalten, denn 14 Ampere ist nicht erheblich zu viel und wenn das nur während des Anlaufvorgangs des Staubsaugers so ist, dass diese 14 Ampere fließen, so besteht keine Gefahr für die Leitung der Anlage und die Sicherung soll nicht abschalten. Hier noch einige weitere Hinweise zu diesem typischen Szenario. Das ist also tatsächlich ein Klassiker, den wir hier sehen.
Die Überlegungen, die ich hier angestellt habe, berücksichtigen natürlich nur den einen Verbraucher. Wenn an den Stromkreis bereits andere Verbraucher angeschlossen sind, die zum Beispiel schon einen Strom von 9 Ampere ziehen, so werden natürlich diese 14 Ampere jetzt dazukommen, sodass man dann insgesamt auf 23 Ampere kommt, sodass dann eine Abschaltung schon sehr viel wahrscheinlicher auftritt. Sind die anderen Geräte nicht eingeschaltet, so würden nur diese 14 Ampere im Anlaufaugenblick entstehen, sodass dann die Abschaltung wahrscheinlich nicht stattfindet. Das kann also durchaus davon abhängig sein, ob bereits andere Verbraucher in dem Stromkreis betrieben werden oder nicht. Das sollte einem als Elektriker klar sein, wenn man eine Fehlerbeschreibung bekommt, dass der Zustand, in dem die Anlage den Fehler offenbart hat, natürlich nicht unbedingt anzutreffen ist, wenn man nun in der Anlage nach dem Fehler sucht. Es ist tatsächlich so, dass in alten Anlagen oft Sicherungen gesetzt worden sind, die sehr schnell auf zu große Ströme reagieren und dann beim Einschalten größerer Verbraucher sofort abschalten. Das soll natürlich nicht sein. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ein Elektriker sich den Stromkreis genau ansieht und entscheidet, ob denn nun eine höhere Sicherung gesetzt werden kann oder nicht. Oder er muss halt die alte Sicherung gegen eine neue austauschen. Dazu muss er aber tatsächlich den ganzen Stromkreis untersuchen und nachschauen, ob der noch auf dem technischen Stand ist, wie das heute gefordert wird. Das kann durchaus sehr problematisch werden. Szenario 4 ist ein recht häufig vorkommendes Szenario, das habe ich oben auch schon mal angedeutet. Und es führt tatsächlich relativ häufig zu Bränden in elektrischen Anlagen. In einer fehlerfreien Anlage wird an eine Steckdose eine Dreifachsteckdose mit einem zulässigen Bemessungsstrom von 10 Ampere angeschlossen. Daran werden mehrere Verbraucher mit einer Gesamtleistung von P gleich 3450 Watt angeschlossen. Die Steckdose ist mit einem Leitungsschutzschalter Typ B 16 Ampere normgerecht abgesichert. Wie groß ist die Stromstärke? I gleich P durch U, 3450 Watt durch 230 Volt macht 15 Ampere. Für die Leitungen der Anlage kein Problem. Liegt eine Überlastung der Anlage vor? Nein, ganz sicher nicht, denn die habe ich ja mit 16 Ampere abgesichert und 15 Ampere bilden hier natürlich keine Überlastung. Ist aber nun die Dreifachsteckdose überlastet? Ja, die ist überlastet, denn ich spreche hier von einer Dreifachsteckdose, die nur für einen Strom von 10 Ampere ausgelegt ist. Die Leitungen in diesen Steckdosen sind einfach zu dünn, um auf Dauer einen Strom von 15 Ampere führen zu können, ohne dass sie sich unzulässig erwärmen. Wenn diese Steckdosen nun dauerhaft diesen großen Strom führen können und auch noch so positioniert sind, dass die überschüssige Wärme nicht abgeführt werden kann, zum Beispiel dadurch, dass man sie einfach hinter einem Schrank versteckt hat, so kann das durchaus zu Bränden in den Anlagen führen. Und das ist nicht selten der Fall. Es gilt also hier, dass der Stromkreis selber zwar nicht überlastet ist, aber das angeschlossene Gerät ist überlastet. Und somit besteht hier die erhebliche Brandgefahr. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass der Elektriker für den Schutz der Anlage verantwortlich ist. Er muss also die Sicherung so auswählen, dass die Leitungen der Anlage geschützt sind. Da er beim besten Willen nicht wissen kann, welche Verbraucher später an die Steckdosen angeschlossen werden, kann er natürlich die Sicherung nicht auf diese Verbraucher auslegen. Anders ist die Situation dann, wenn Geräte fest angeschlossen werden und dem Elektriker vorher schon bekannt ist, welche Geräte das sind. Da muss er durchaus auch auf deren Schutz achten. Kleines Fazit an dieser Stelle für die Überlastung. Bei einer Überlastung soll die Sicherung nur dann auslösen, wenn die Überlastung über einen längeren Zeitraum andauert. Die Abgrenzung der Überlastung zum Kurzschluss ist nicht so eindeutig möglich und was länger bedeutet in diesem Zusammenhang, lässt sich auch nicht so ohne weiteres abschätzen. Wie ich bereits weiter vorne gesagt habe, muss man dazu die genaue Situation abschätzen und auch die Kennlinien der einzelnen Sicherungen kennen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie sehen sich auch noch den nächsten Teil dieser kleinen Videoreihe an. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.